Frank und Claudia fahren schon mal tanken und wir gleich auch. Frank hat getankt, wir fahren jetzt auch zur Tanke und dann ja, jetzt rüber nach Texel. Und der Hafenmeister kommt auch schon. Auf der einen Seite haben wir 154 Liter reingetan. So, und jetzt müssen wir noch auf der anderen Seite tanken. 154 Liter waren auf der einen Seite und jetzt kommen hier wahrscheinlich auch 150 Liter rein. Bei 2,61 € kann man sich ausrechnen, was es kostet. Umsonst ist der Tod und den bezahlst du mit dem Leben. Perfekter Stopp hier an der Tanke. Und jetzt gehen wir nur noch bezahlen. Das ist immer das Schlimmste dabei. 330 Liter, 862 €. Dann gehen wir bezahlen. Das ist aber teuer, Mensch, Meier. Ja. Getankt haben wir, jetzt müssen wir noch drehen, aber der Wind drückt unser Heck richtig rum, da muss ich gar nichts tun. Das geht alles automatisch. Bis auf den Preis war das ganze Tanken hier perfekt. Mit 74 € noch was, war der Hafen genauso teuer wie die beiden anderen auch. Ja, die Tanke verlassen wir jetzt. War wieder sehr schön. Und jetzt geht's nach Ohleschild. 12 Kilometer und dann sind wir auch schon da. Das heißt, wenn wir einmal auf dem Wasser sind, sind wir in 20 Minuten drüben. Unsere Tanks sind wieder voll. Kleine, schmale Einfahrt. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Einfahrt wieder treffen. Das wird doch wohl nicht fliegen, oder? Ja, ja klar, kriegt das hin. Aber ist schon, wenn man so schaut, klein. Sehr schmal. So ein Katamaran, wie da gestern ankam, der muss schon genau zählen. Ja, diese Versorgungsschiffe liegen auch vorm Hafen. Warum auch immer die nicht weiterfahren, ist mir auch nicht klar. Das ist schon eine Schaukelei heute. Die Karte hier ist natürlich viel zu sehen und ich habe jetzt hier noch nebenan die Wasserkarten-App aufgemacht. Und anhand der lilanen Spur sieht man da, wo man schnell fahren darf. Und da sieht man dann immer genau, wo man eigentlich ist. Und das macht das Navigieren deutlich einfacher, wenn man sich innerhalb der Spur bewegt. Die Maschinen sind warm und Frank hat gerade Gas gegeben und wir hinterher. Pure Power. Man merkt deutlich die Strömung, wo Frank normalerweise 33 fährt, fährt er jetzt nur 27, 28. Eine Kurve drehen. Uiuiui, zum Filmen ist die Ecke nicht gut. Ich werde hier pitschnass. Ich muss rüber auf die andere Seite. Wir umkurven jetzt den Kutter, der am Fischen ist. Und man sieht die ganzen Möwen dahinter. Noch die rote Tonne umfahren. Und da hinten ist schon die Einfahrt nach Texel. Ohleschild ist erreicht. Wir müssen ganz durch. Hier vorne ist ja erstmal der Fischereihafen und der Industriehafen. Und der Yachthafen kommt ganz weit durch. Da müssen wir dann nochmal so eine Rechts-Links-Kombi machen. Und dann sind die Stege sortiert nach Größe. Hier kann man auch einige Ausflüge machen mit Booten. Das sind Robben. Oh, da kommt ein großer Frachter raus. Aber zum Glück groß genug hier. Ach, hier waren wir lange nicht. Ich freue mich schon drauf. Texel ist immer wieder schön. Der Yachthafen Texel besteht ja aus 3 Teilen. Dem Werkhafen, dem alten Yachthafen und dem Passantenhafen. Wir sind hier noch im alten Teil und dahinter ist ja noch ein neuerer Teil. Hier im alten Teil liegen hier die auf Texel festliegen. Wir hatten ja schon in die Webcam geguckt, da kann man die Belegung gut sehen. Dann sieht man auch, dass reichlich frei ist. Wir haben ja heute erst Donnerstag, das heißt, es ist noch vor dem Wochenende. Und wir kriegen also einen guten Platz und bleiben dann über das gesamte Wochenende, also mindestens 3 Tage hier. Frank und Claudia versuchen hier vorne ihr Glück, doch wir sind uns nicht sicher, ob die Steganlage lang genug ist für unser Boot. Sagst du mir irgendwas an? Ja, entweder gucken wir, ob wir daneben passen oder wir gehen da vorne in die Nähe des Ufers.
Daneben passen wir auf jeden Fall. Ja, wir brauchen jetzt hinten eine lange Leine, Marina. Wir gehen rüber auf die andere Seite. Das Reinfahren klappt perfekt. Die Helfer sind zur Stelle, aber nicht immer sind Helfer Hilfe. Was machst du denn? Nein, geh dein Boot weg! Irgendwie geht er nicht zurück. Nicht festmachen, ich komme nicht zurück. Dann kann ich zurück, weil ihr zu fest seid. Nein, ich mach schon. Hast du drum? Okay, jetzt bin ich drum. Ja, war eine schwere Geburt. Das Anlegen hier. Unsere Helfer vorne haben das Boot so festgehalten, dass ich gar nicht in den Poller zurückkam. Schräg gezogen wurde und fast das Beiboot kaputt gemacht habe. Erst als ich denen gesagt habe, lass locker, dann ging's. Hier geht's auch über Marina. 3 Nächte, Platz F05. 169,48 Euro. 57 Euro pro Person ungefähr. Pro Nacht. Pro Nacht. In Texel angekommen. Der Hafen ist wirklich sehr leer. Und ja, hier sind die Dusche WC im Hafengebäude. Das Hafenkontor ist oben. Hier unten sind die Anlagen. Die kann man mit einem dicken Stahltor verschließen. Hier sieht man, wie hoch das Wasser schon war. Letztes Mal 2022 hat es auch hier schon in der Tür gestanden. Also passiert doch immer mal wieder, dass das Wasser so hoch geht, dass hier die Tür verschlossen sein muss. So, mit Code kommen wir jetzt hier rein. Der Vorraum. Duschen gibt es reichlich. Kostet nichts. Und man kann die Temperatur einstellen. Die Trennwand ist schön breit. Da bleibt alles sauber trocken. Das macht Spaß. Man merkt, das Ganze ist auf Masse ausgelegt. Einfach. Der Duschstrahl ist auch nicht gerade kräftig. Aber wenigstens kann man die Temperatur einstellen. Alles gut. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen schauen. Direkt hier das Lokal am Hafen. Da haben wir beim letzten Mal gegessen. Die haben zu. Hier ist der Fahrradverleih. Und hier ein schöner Kinderspielplatz. Also es ist ein sehr schöner Hafen. Die Rigoletto lag auch in Enkhuizen. Beim letzten Mal lag hier noch ein Flüchtlingsschiff. Aber das scheint weg zu sein. Pommes und Fisch. Und hier sind noch ein paar Geschäfte. Ein paar Andenken kann man sich erholen. Dahinter ist noch der Kombüs. Auch ein Restaurant. Einmal hier über den Deich. Und schon ist man in der Stadt Odeschild. Wir gehen jetzt hier zum Fischmarkt und holen frischen Fisch und essen heute Abend Fisch an Bord. Drüben ist der Sparmarkt und da gibt es Fernseher. Die Auswahl ist wieder reichlich. Aber wir wissen wieder nicht, was wir nehmen sollen. Ne? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier. Schwere Entscheidung. Heute gibt es Fisch. Den haben wir ja heute Mittag gekauft. In allen Variationen. Und das ist total lecker. Wir können auf der Flybridge heute zu uns nehmen, weil es so schön warm ist. Und haben den totalen Überblick. Der Wind hat nachgelassen. Der Hafen ist nicht so voll. Es ist also ein Traumabend. Herrlich, wenn die Sonne noch auf die Masten leuchtet. Und wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Trinken noch einen Absacker. Und dann geht es nachher auch gleich ins Bett. Heute geht es auf Tour durch Texel. Und da wir mit den Knien nicht mehr so recht klarkommen, leihen wir uns heute Scooter. Und das ist ganz einfach. Wir gehen einfach hier am Hafenbüro über den Deich. Und hinter der Halle ist auch schon der Scooterverleih. Hier sind die Lieferanten, teilweise frisch geschoren. Und da werden dann Betten aus Schafswolle gemacht. Ein altes Tuk-Tuk, ist aber noch angemeldet. Und wir sind jetzt bei Texel Cruiser. Und es geht los. Frank, Claudia und Marina kommen. Und Marina. Mit unseren Scootern sind wir jetzt hier in Den Burg und machen ein bisschen Sightseeing, Essen und dann geht es gleich nachher weiter. Interessante Klopapierrollen. Schicker Eisladen, schöne Sorten, aber die Preise sind ja schon heftig. Ja, wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Jahren hier waren, ist es doch dieses Jahr deutlich leerer. Die Runde ist beendet und jetzt sind wir wieder beim Fischladen. Der war mal berühmt für seine Fischsuppe bei Wunderschön. Schauen wir mal, was sie so haben. Gibt jetzt Lunch.
Ich kriege hier Leckerbeck und es gibt 3-mal Fischsuppe. Jo, dann guten Appetit. Es ist doch sehr wundersam, wie viele Plätze noch frei sind. Und beim letzten Mal war hier alles voll. Marina wird jetzt zum Biker. Niemals. Hier ist der Flughafen. Hier habe ich vor über 40 Jahren meinen Fallschirmspringerkurs gemacht. Ja, Marina ist das Bein eingeschlafen. Ja, das ist nichts tun auf dem Rad. Einfach nur faul rumsitzen. Schläft alles ein. Ist hier wunderbar, schön durch den Wald. In der Tour sind wir jetzt an der Straße vorbei. Unser Ziel, der Leuchtturm, ist gleich erreicht. Ohne den Roller hier hätten wir das nicht geschafft. Mit Fahrrädern sind wir nicht so weit gekommen. Ziel erreicht, Faro Beach. Strandlokal ist leider zu und ja, müssen wir wieder zurück. Der Weg ist doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, hier hoch. Ja, jetzt sind wir am Leuchtturm in Texel. Ja, Auf Texel. und der ist schon ganz schön hoch. Geht schon ganz schön hoch. Und dann sind wir oben. Ein riesiger Strand. Leider ist die Strandbude zu. Die auch. Marina ist da ganz unten als kleiner Fitzel zu sehen. Marina sitzt da auf der Mauer, auf der Lauer. 2,5 Kilometer bis Vlieland und dort ist der kleine Hafen von De Koksdorp. Von hier aus hatte man alles im Blick und das waren die verschiedenen Lampen, die man früher eingesetzt hat. Schade, dass sie die Strandlokale alle zu haben, aber da merkt man, das ist noch Vorsaison, es ist noch keine Badezeit, lohnt sich für die nicht. Wir fahren durch De Koksdorp, ein paar Häuser, ein paar Geschäfte und schon sind wir durch. Der Hafen von De Koksdorp ist trocken gefallen. Guck, da hinten ist ein Hafen. Aber wenn du trocken fallen kannst, kannst du da bei Hochwasser anlegen. Die ganze Strecke geht entweder vor oder hinter dem Deich. Eine kleine Rast noch vorm Ziel. Das macht richtig Laune mit den Dingern. Ne? Ja, also ich habe mich mit dem Teil angefreundet. Es ist echt eine schöne Sache. Ja, vor allen Dingen hätten wir mit unseren Knien so eine große Tour wie heute gar nicht mit Fahrrädern machen können. Auch nicht mit E-Bikes. Nee, das ist Also schon klasse. lohnt sich auf jeden Fall. Und hier ist es wirklich schön. Wir sind jetzt die ganze Küste abgefahren. Und da gibt es noch mehr Spezialfahrräder, mit denen man hier kutschieren kann. Aber das ist für Familien natürlich ideal. Hallo. Hallo. Vor uns der Yachthafen. Und wo bleibt Marina? Und da kommt sie. Und wusch. Hier am Hafen, zum Abschluss der Tour, gibt es nochmal ein lecker Eis bei Veronika. Sieht ja Karamell. richtig gut aus. Kriege ich meinen Löffel? Hier kann man auch zum Garnelenfischen mitfahren. Denke ich 10:30 Uhr und 14 Uhr, auch eine tolle Sache. Abends geben wir sie wieder ab. Das war unser Ausflug für heute. Und wenn wir jetzt zurückkommen, haben wir gedacht, der Hafen wäre voll, Freitagnachmittag, aber ist ja noch weniger los. So leer haben wir Texel noch nie erlebt. Das ist ja noch weniger wie gestern. Ne? Wir sind ja fast alleine hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich kämpfe da mit dem Aal. Die kennt sich damit aus. Eine akrobatische Leistung. Das ist ja fast wie Jonglieren. Heute Abend geht sie in die Kombüse essen. Direkt gegenüber von Veronika. Zum Abend kommt doch noch die Sonne raus und wir sitzen hier in der Kombüse. Jetzt Muscheln, Scholle und ich esse heute mal den Hamburger. Fischmeck. So am allerfeinsten. Ja, zweimal Dame Blanche und ich habe hier Tiramisu. Schokolade noch jede Menge. Eieieiei. Das auch noch. Auch hier hat es uns geschmeckt. Auch schon vom Preis her hochpreisiger. Aber alles war gut. Gibt nichts zu meckern. Kann man auch empfehlen. Der Hafen ist total ruhig. Es ist alles sehr entspannt. Die Sonne scheint und absolute Ruhe. Auch auf Texel legen immer viele schöne alte Schiffe an. Hier mit Jugendgruppen an Bord. Noch ein kurzer Blick, was ich so an Videos mit der Brille aufgenommen habe, bevor es ins Bett geht.
Heute ist ein neuer Tag. Gestern waren wir in den Burg und dann nach Dekopsdorf zum Leuchtturm und dann komplett an der Küste lang wieder zurück zum Hafen mit dem E-Scooter. Das war toll, über 40 Kilometer. Hätte man mit E-Bikes nie geschafft. Heute drehen wir eine neue Runde und dann geht es zum Fährhafen und dann rüber nach Dekok, wo wir dann essen wollen und dann geht es wieder zurück zum Boot. 18 Grad, leichter Wind, macht wirklich Spaß. Tolle Landschaft hier. Ihr seid zu schnell. Ja. Seid ihr in der Fußgängertruppe hängen geblieben? Nee, wir waren schon lange hinter euch. Ja, die Biker Marina kommt auch. Nehme ich gerade mit der Brille auf. Es ist doch ganz schön windig hier auf dem Deich. Bin froh, dass ich die Jacke anhabe. Frank ist eisenhart. Das ist so schön mit dem Elektroscooter einfach nur Gas geben, während die anderen trampeln müssen. Herrlich. Da hinten sieht man schon den Helder und die Fähre. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Und auf dem Rückweg haben wir dann den Wind von hinten und dann wird es auch besser. Und dann fahren wir auch durch den Wald. Dann ist er nicht mehr ganz so windig. Möp. Möp. Unsere erste Etappe ist erreicht. Der Fährhafen. Das kommt auch gerade eine Fähre rein. Ja, das sind jetzt über 7 Kilometer bis zur Fähre vom Hafen. Und wer zu Fuß geht, das ist schon eine ordentliche Strecke. Wer günstig nach Texel will, der lässt sein Auto drüben stehen, fährt mit der Fähre hier rüber und leiht sich gleich hier vor Ort ein Fahrrad. Und dann geht es mit dem Fahrrad weiter. In den Wald hier Richtung Dekok. Hier spielt sich auch der ganze Tourismus ab auf der Seite, weil ja auch hier die Sandstrände sind. Oben in Dekopsdorf, da ist zwar auch viel Sandstrand, aber wenig Hotels, Campingplätze. Das meiste spielt sich hier ab. Man riecht den Wald, das ist toll. Und so elektrisch hier durchzuheizen ohne Kraft ist einfach fantastisch. Dünenlandschaft haben wir erreicht. Eine wunderschöne Strecke. Wir haben auf euch gewartet. Und Anna geht's auch gut. Anna geht's sehr gut. Nach 24 Kilometer haben wir Dekok erreicht. Und jetzt gehen wir essen. Ja, jetzt habe ich jetzt Hunger. Da vorne stehen wir und dann sind wir auch schon hier in Dekok. Das ist im Grunde eine lange Straße. Irgendwo kommt der Pfannkuchenladen, wo wir hin wollen. Und dahinter kommt auch noch ein Eisladen. Unser Pfannkuchenladen hat zu. Was ist das? Und jetzt? Da haben wir doch eine Alternative gefunden. Das Pfannkuchenhaus. Die haben sogar auf. Und dann bleiben wir hier an der Ecke. Hier gibt es auch einen Tablettroboter. Der kommt hier angefahren aus der Küche. So, und jetzt hat er die Tabletts gebracht und jetzt fährt er wieder zurück in die Küche. Er hat unsere Pfannkuchen gebracht. Einmal Speck und Käse und einmal Speck. In der Küche wird dann gleich wieder beladen mit Pfannkuchen und geht dann raus. So ein Hightech-Restaurant hier. Und der fährt dann das leere Geschirr in die Küche. Hier haben wir jetzt den Eisladen mit der riesen Auswahl. Da fällt die Entscheidung extrem schwer. Das ist ja auf der Seite hier noch. Und dann geht es hier ganz durch. Und jede Abteilung hat so ihre eigenen Sachen. Und hier sind die fruchtigen. Hier gibt es dann auch 2 zum Preis für 3. 3 Euro der Ballen. Das ist schon Höchstpreis. In der Kirche, der Kreisverkehr, der Eissalon. Und gerade raus geht es dann in die Stadt mit Geschäften und Restaurants. Hier in der Brücke ist Parkplatz. Und aber hier überall in den Dünen wird gecampt. Und die Karawane zieht zum Strand. Einmal in Dekok zum Strand. Hier gibt es auch einen kleinen Pavillon. Wir haben jetzt in der Stadt gegessen, aber hier mittlerweile haben die auch aufgerüstet und hier kann man auch jetzt schön essen. Mit Blick auf den Strand. Auch ein riesiger Strand. Unglaublich viel Platz. Und der geht natürlich kilometerweit. Und wir fahren jetzt wieder zurück. Gut, dass ich nicht trampeln muss. Hier geht es ganz schön steil auf. Und jetzt von der anderen Seite noch ein Blick rein in die Hauptstraße. Und dann sind wir auch schon wieder da raus. Na, macht Spaß. Alles gut?
Na Anna, alles klar? Auf der Andrea Doria? Ja, gerade hat es sehr gerappelt. Ja, Hier ist jetzt besser die Straße. ja. Blümchen hier am Wegesrand. Toll. Tolle Fahrt. Tolle Blumen hier am Wegesrand. Hier ist noch die Brauerei. Dann sind wir schon wieder halb auf dem Heimweg. Ja, das ist eine total coole Geschichte. Die Dinger fahren 25. Man darf überall fahren, wo die Fahrräder auch fahren. Und es ist eine gemütliche Tour. Man kann unendlich weit fahren, ohne Anstrengung. Und besonders, wenn man wie ich es am Knie hat und nicht mehr Fahrrad fahren kann, ist das eine ideale Geschichte, um auch mit anderen mit der Fahrradtour mitzufahren. Ich kann es nur empfehlen. Ist auch gleich am Hafen hier um die Ecke, nicht weit zu laufen. Für 2 haben wir jetzt pro Tag 115 € bezahlt. Ist nicht günstig, aber lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Daumen hoch. Samstag Nachmittag 3 Uhr. Ich habe gedacht, jetzt Samstag wird es wenigstens voll. Aber der Hafen ist noch viel leerer geworden. Selbst die Reihen, wo die ganzen Segelboote lagen, die sind ja jetzt auch halb leer. Verrückt. Als wir gekommen sind, hat uns der Wind auf den Steg gedrückt und jetzt liegen wir frei. Und die Popfender schwingen einfach so rum. Frank liegt am Geistersteg jetzt, einsam und verlassen. Der ist da irgendwie, hat sich in der Reihe vertan. Der hätte eigentlich zu uns gemusst, aber hat sich wahrscheinlich getraut, weil es zu leer ist. Die Verlängerung von Champions League hat uns jetzt das Essen durcheinander gebracht. Marina Butschel hier, Nudeln mit Gambas. Jo, lecker Gambas. Nudeln mit Garnelen. Ganz, ganz lecker. So, ich komme. Ah, da kommt die Nudelpfanne. Ja. Guck Am mal. allerfeinsten. Und schmeckt? Sehr gut. Schmeckt lecker. Super. Ja, und das bei perfektem Wetter. 3 Tage Texel gehen zu Ende. Es war wie immer sehr schön. Wetter war top. Wir sind diesmal Scooter gefahren, weil das mit dem Fahrradfahren nicht mehr so gut klappt. Und das war hier auch super, weil es hier sowas gibt, was man sonst nirgendwo kriegt. Und das hat uns total super gefallen. Ja, haben 2-mal an Bord gegessen. Einmal im Restaurant. Kann man auch empfehlen. Ist auch sehr hochpreisig. Alles eigentlich hier auf Texel ist hochpreisig. 164 € für 3 Tage liegen. Ist auch nicht günstig. Und ja, insgesamt ist der Hafen extrem leer. Hat uns total überrascht. Weiß nicht, wo dran liegt's. An den Preisen, am Wetter, am Benzin. Keine Ahnung. Für uns war es auf jeden Fall gut. Sehr entspannend. Und ja, bis zum nächsten Video.